hier wird es echt immer schlechter. Scheiße. 72 Kilometer noch. Fahr ruhig wie eine Oma. Ist ja vielleicht doch ein bisschen dämlich hier lang zu fahren. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿De dónde viene, señor? De Alemania. Bueno, bienvenido a Península Valdés. Do you prefer English? Sí. Okay, well, 22 kilometers from here, there's the visitor center. I recommend you to stop there. There's my partner who will give you map, some brochure, and some information from this area. Perfect. Okay, and then 25 kilometers, there is Puerto Piramides. Aha. Okay, then you go and ask if you any reservation, any place to stay. Okay, gracias. No. Adios. Adios. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin an der Küste Argentiniens unterwegs und in dieser Folge besuche ich die Orca-Halbinsel. Wie die Frau am Eingang der Halbinsel empfohlen hat, bin ich zuerst ins Besucherzentrum gefahren, wo ich herausgefunden habe, dass die Orcas zwar immer hier sind, aber an Land kommen sie nur, um die Robben zu fressen, wenn die Robben auch Babys haben, was jetzt nicht der Fall ist. Aber wenn man Glück hat, kann man trotzdem einen sehen. Und dann mache ich mich auf nach Puerto Piramides, um meinen Schlafplatz zu sichern. Okay, das hier ist The Paradise. Habe ich gefragt, 5000. Und da ist ein Bild von Michael Schumacher drin. Und dann habe ich so, oh, Michael Schumacher. Und der so, ja, der war hier, 92. Finde ich natürlich geil. Ja, das ist halt schon geil. 25, wenn ich nichts Billigeres finde, nehme ich das. Dann wohne ich im Haus, wo Michael Schumacher auch schon gewohnt hat, natürlich. Ich frage einfach nochmal in anderen, wie es so ist, aber der war auch super nett, der Typ. Und es ist auch ein Restaurant, ich kann ja auch einfach was essen gehen. So, es ist ein anderes Hostel geworden und zwar, es hat so richtige Hostel-Vibes und es ist wohl relativ voll auch hier in den Orten, also so wie es auch auf Booking war, hat mir die Rosanna heißt die Frau gesagt. Ich habe Glück, dass ich vor 2 da bin, weil dann steigen die Preise und deswegen habe ich jetzt dieses Apartment, würde ich es fast nennen, für 15 € bekommen. Ich zeige es mal kurz. Also das ist der Eingangsbereich. Hier ist die Tür. Tisch mit Stuhl und Geschirr und so. Eine Gemeinschaftsküche gibt es da. Hier sind 2 Betten. Das ist aber nicht alles. Ja, Heizung gibt es wohl keine so richtige, sondern es ist so eine beheizte Klimaanlage. Aber es ist warm hier drin. Deswegen ist es top. Also es heißt, es gibt eine Heizung, Klimaanlage. Ne? Und dann habe ich hier, das wird mein Schlafzimmer sein, Doppelbett. Und privates Badezimmer. Das ist einfach, aber mit allem, heißes Wasser und so, duschen. So, und wenn ich hier rausgehe, habe ich auch mein Motorrad direkt davor geparkt. Und ich habe ja gesagt, es hat so Hostel-Vibes. Es hat hier so Hängematte und so und hier wird gestrichen heute. Und ja, hier konnte ich dann die Rampe hochfahren und kann hier einfach parken. Und jetzt werde ich mal was essen gehen und dann zu diesen Seelöwen, das ist hier direkt, Seelöwenplatz fahren. Und morgen mache ich dann die Inseltour.
angekommen am Nordpunkt. Und wie man da vielleicht sieht, hier ist Orca-Gebiet. Und sieht alles ziemlich ausgestorben aus. Hier steht ein anderes Auto. Und witzig ist, das wollte ich zeigen, dass man nicht die Tiere füttern soll. Und als Beispieltier ist ein Gürteltier aufgemalt. Ich würde so gern noch mal eins sehen und auch gerne mal fotografieren, um euch zu zeigen. Das ist echt richtig geil. Wie so ein Igel. Ein bisschen Information gebe ich ja immer gerne, was ich selber lerne. Also diese Gürteltiere, warum sehe ich sie nie? Ich habe jetzt hier gelesen, das sind Nachttiere. Deswegen sind sie tagsüber schwer zu sehen. Und es gibt 2 verschiedene Arten. Den großen haarigen, das ist der hier. Und der kleine Zwergarmadillo. Und der große haarige, auch Südamerika und so weiter, die können bis 50 cm groß werden, 3,5 Kilo. Und der kleine, 30 cm bis 1 Kilo. Und den gibt's nur in Patagonia. Also nur hier. Kommen wir zu den Orcas. Ja, das Männchen 9,5 Meter, 6 Tonnen. Kann's groß sein. Und ja, die sind eben super clever. Fressen auch weiße Haie zum Teil. Fressen alles, habe ich gelesen. Und die sehen so niedlich aus, sind aber wirklich, also Killerwal ist, glaube ich, kein zufälliger Name. Denn ja, man sieht es vielleicht aus dem Fernsehen manchmal, wenn sie an den Strand kommen und die Babyrobben jagen. Das ist echt brutal, weil die spielen dann auch mit denen wie Katzen, schleudern sie so durch die Luft und so, um ihren eigenen Kindern das Jagen beizubringen. Ja, man sieht hier Nahrungskette, also Rochen, Pinguine, Haie, Wale, Fische, Delfine, also alles, was ihnen vor die Flinte kommt. März, April irgendwie Robbenbabys jagen sie dann hier und Oktober, November Seeelefantenbabys. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Die Halbinsel hier ist auch UNESCO-Weltnaturerbe. Das überrascht natürlich nicht, weil ja, ich finde es ja auch spektakulär. Ich kann schon wieder einen Wal sehen von hier. Das ist eigentlich unglaublich. Die sind einfach da. Unterschied zwischen Seelöwen, Lobo Marino. Ja, ich glaube, der heißt, weil das Männchen hier wie so eine Mähne hat. Das Weibchen sieht halt aus wie eine typische Robbe und die Babys. Und Seeelefant hat eben diese komische Nase, auch wieder das Männchen. Und das Weibchen sieht dann eher wieder aus wie eine Robbe. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Seeelefanten, die leben oder brüten in Harems. Also ein Männchen, 30 Weibchen. Ja. Und da sind irgendwelche Viecher. Ich dachte erst, sind Pinguine, aber es sind wohl Vögel. Und ganz hinten, da bewegt sich auch irgendwas, aber ich kann es nicht erkennen. Ja, ansonsten sieht man immer nur die Fontänen der Wale. Die sind hier überall, aber sehen kann man sie hier nicht wirklich. Ja, Ostpunkt jetzt, Caleta Valdés. Hier ist auf jeden Fall mehr Kies. Spürt man, wie die Lucy hin und her wabert. So, Caleta Valdés. Hunger hätte ich schon, wenn es hier was zu essen gibt.
Ich habe mich jetzt entschieden, einen Kaffee zu trinken und ein Sandwich zu essen. Kleinigkeit. Und die Aussicht hier ist ja auch nicht so schlimm. Und das Sandwich ist auch nicht wirklich eine Kleinigkeit, sondern das wird erstmal reichen, bis ich zurück in Puerto Pyramides bin. Punto Pyramides, wie auch immer. In dem Ort, wo ich wohne. Obwohl Winter ist, sind hier ein paar Blümchen zu sehen. Ein Lichtblick. Und hier kann man auch sehen, Seeelefanten sind deutlich größer als Seelöwen. Links Seelöwe, rechts Seeelefant. Vielleicht könnt ihr das sehen, da steht ein Pferd, ein Schaf und ein Pferd, aber ein Pferd und da sind noch 2 andere Pferde irgendwo anders daneben. Und es ist hier echt brutal, es ist wie bei Fury. Die haben da irgendwo in der Steppe da gegrast und dann ist der rausgegangen, hat so 2-mal gepfiffen und dann haben die so umgedreht und sind angekommen. Das war echt, das ist alles unglaublich. Das, ja, wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde, würde man sagen, ja Quatsch. Ja, es ist hier wirklich... Jedenfalls ist es so, dass ich jetzt ungefähr auf der Hälfte bin am Osten. Und es ist jetzt das wäre jetzt ein bisschen kürzer, den gleichen Weg wieder zurückzufahren. Adios. Und das wäre natürlich Quatsch. Wenn ich jetzt schon die Hälfte fast geschafft habe, dann will ich jetzt auch noch die Halbinsel umrunden. Es wird in einer Stunde dunkel, oder was heißt in einer Stunde dunkel? In einer Stunde geht die Sonne unter. Mal gucken, wie dunkel es sein wird. Seht ihr das? Da sind jetzt im Benzin 4 Striche. Und ich wollte mal einfach ab und zu mal zeigen, was das für eine Fantasieanzeige ist. Eben als ich angekommen bin, waren es 2 Striche. Also ist jetzt doppelt so viel Benzin drin, wie als ich das Bike abgestellt habe. Das stimmt da hinten und vorne nicht. Da muss man sich nicht immer Gedanken machen. Ich habe auch schon gesehen, dass manche mal kommentieren, oh, der Benzin ist schon wieder leer. Ja, die Anzeige blinkt, aber das heißt nichts. Hier ist ziemlich sandig. Brauche ich jetzt nicht noch zum Sonnenuntergang. Aber jetzt auch keine Panik machen. Einfach schön Gas geben. Kommt man noch durch. Kurz nachdem ich da wo ich das Sandwich gegessen habe, losgefahren bin, stand da 93 Kilometer bis da, wo ich wohne. Ich glaube jetzt so 30 bis zu diesem Punta Delgado. Das ist der Südpunkt. Hier wird es echt immer schlechter. Scheiße. 72 Kilometer noch. Naja, jetzt muss man durch. Guck mal hier sind die extra außen rumgefahren, die Leute. Ne? Was steht da? Drive slowly. Das geht doch hier, oder nicht? Fahr ruhig wie eine Oma. Oh ja. Uff. Kurzer Schreckmoment.
sehe schon da vorne das nächste Stück. Das wird jetzt wahrscheinlich so gehen, weil hier die Piste nicht geräumt ist. Fuck. Ist ja vielleicht doch ein bisschen dämlich, hier lang zu fahren. Jetzt hinten merke ich schon, dass es durchdreht. Aber ich gebe auch nicht so viel Gas, dass ich dann rutsche, da habe ich Schiss. Ich will auch nicht jammern. Ein bisschen nur. Ich hatte die Wahl, ich hätte auch andersrum zurückfahren können. Bin ich eben ganz knapp an so einem Stink vorbeigefahren. Ich hoffe, es hat mich nicht angestinkt. Aber ich bin jetzt extra umgedreht, um es zu zeigen. Das ist Fernlicht übrigens, Max, was ich sehen kann. Aber mit der GoPro sieht man ein bisschen mehr. Hier ist hier so ein beißender Geruch. Ich bilde es mir rein. Naja, ich sehe es jetzt hier nicht. Schade. Hasen, jetzt ein Stinktier. Nandu habe ich gesehen. Das kam noch dazu. Boah. Ja. Puh, ich glaube, es hat hier angestunken. Auch witzig. Stinker von dem Stinktier habe ich auch noch nie gerochen. Schade, ich hätte es gern gezeigt. Aber das war ganz wie bei Warner Brothers. Schwarz mit diesem weißen Streifen in der Mitte. Jetzt ist auch hier so entspannt. Die Straße ist in Ordnung. Ich wollte nur mal sagen, vielleicht, dass Leute nicht nur erfahrene Leute meinen Channel gucken und was ich halt so oft sage, Regel Nummer 1 im Ausland, nicht im Dunkeln fahren. Ich weiß, ich mache das jede zweite Etappe falsch, aber das eigentlich soll man das nicht machen. Doch, das ist die Straße. Top. Ich glaube, das war's. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch abgebogen bin ich in 5 Minuten da. Tut jetzt auch irgendwie der Rücken weh und alles. Das war jetzt doch anstrengend. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Ja, da endet der Abend so, wie er angefangen hat, mit dem gleichen Mann an der Tankstelle. Jetzt habe ich nämlich, schlau wie ich bin, schon mal getankt für morgen, weil morgen will ich weiterfahren. Und da muss ich jetzt nur noch morgen aufladen und gut ist. Jetzt heißt es nochmal duschen. Heute Morgen haben die eine Stunde rumgemacht, weil ich kein Wasser hatte. Und die sagen, ah ja, das ist normal hier in dem Kaff. Und dann ist irgendwie Luft in den Leitungen, dann dauert es ewig, aber ich habe dann eine Stunde gewartet, dann hatte ich immer noch kein Wasser. Dann kamen die, aber das Wasser ging dann wieder. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Dann kann ich mich jetzt duschen, dann gehe ich noch was essen. Dann sichere ich meine Daten. Das muss ja gemacht werden. Und heute habe ich viel gelabert. Wenn ich lange Zeit alleine bin, dann neige ich zum Schwatzen. Obwohl ich heute Morgen telefoniert habe, das hilft eigentlich. Aber gut. Es war auch ein schöner Tag heute. Achso, ich will es natürlich zurückstellen. So. Zack. Kleinen Moment. So, 250 Kilometer gemacht heute. Also das war's dann.
ein Foto von meinem Essen und dann sehen wir uns morgen früh